Hallo, also wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, möchte ich heute über Menschen und andere Tiere sprechen. Da viele von euch vielleicht vergessen haben, dass wir auch Tiere sind und dass die anderen Tiere auf diesem Planeten nicht für uns, sondern mit uns da sind. Aber was sind wir eigentlich? Wir sind Homo sapiens sapiens. Dieser entwickelte sich vor ca. 120.000 Jahren. Homo bedeutet die Gattung der Menschenaffen in der Klasse Säugetiere. Also sind wir, so wie viele andere, auch Säugetiere, die alle im Schutz des Uterus unserer Mutter anfangen. In diesem Stadium könnte man meinen, dass wir alle gleich unschuldige Individuen sind. Natürlich sind jetzt nicht alle Säugetiere gleich. Unter anderem unterscheiden sich Säugetiere in dem, was sie essen. Deshalb möchte ich jetzt darauf eingehen, was das menschliche Tier essen kann und worauf sein Körper ausgelegt ist. Viele von euch denken wahrscheinlich, dass wir Allesfresser sind und das ist so auch nicht falsch. Aber ich möchte mit euch besprechen, was das für unsere Ernährung und vor allem für unsere Fähigkeit, moralisch zu handeln bedeutet. Eigentlich gibt es keine Tiere, die sich nur von Pflanzen oder nur von Fleisch ernähren. Man wird durchaus auch einmal einen Bären sehen, der Obst frisst, Katzen, die Gras fressen oder Hamster, die Insekten wie Mehlwürmer fressen. Aber Tiere, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren, haben andere physiologische Merkmale als Tiere, die sich hauptsächlich von Pflanzen ernähren. Und diese Merkmale möchte ich jetzt auch mit dem Menschen vergleichen. Also Augen von Tieren, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren, können nicht so gut Farben sehen. Sie sehen eher schwarz-weiß. Im Gegensatz zu Tieren, die sich hauptsächlich von Pflanzen ernähren. Diese können gut Farben sehen, um unter anderem Obst, also reifes Obst, erkennen zu können. Fleischfresser, aber auch manche Allesfresser haben scharfe Eckzähne. Das haben Menschen nicht. Aber es gibt auch Pflanzenfresser, die scharfe Eckzähne haben. Auf dem rechten Bild seht ihr das Gebiss eines Gorillas. Der Gorilla ernährt sich zu 98% von Pflanzen und hat trotzdem Eckzähne. Und jedoch benutzt er diese, um mit anderen Gorillas zu kämpfen oder Borg von Bäumen abzuschaben, Insekten aus dem Borg herauszuholen oder um auch an andere Pflanzen heranzukommen. Klauen sind typisch für Tiere, die mehr Fleisch essen. Menschen haben jedoch einen opponierbaren Daumen, der sich gut dafür eignet, um Obst von Bäumen zu pflücken. Das waren jetzt ein paar äußere Merkmale. Jetzt kommen wir zu den inneren Merkmalen, wie zum Beispiel das menschliche Gehirn. Es läuft auf Zucker und nicht auf Fett, wie bei Tieren, die mehr Fleisch essen. Und der menschliche Darm ist ca. 10-mal so lang wie der menschliche Oberkörper. Und das ist auch typisch für Tiere, die mehr Pflanzen essen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht Tiere wie Schafe, Kühe oder andere Grasfresser, die den ganzen Tag wiederkäuen. Denn grasfressende Tiere können ihre Nährwerte aus Pflanzen beziehen, das kann der Mensch nicht und ihr Darm ist auch deutlich länger. Aber nicht jeder Pflanzenfresser frisst nur Gras. Was man auf diesem Bild leider nicht so gut erkennen kann, ist, dass Tiere, die mehr Fleisch essen, einen deutlich kürzeren, dickeren und auch glatteren Darm haben. Und das liegt daran, damit das Fleisch schneller verdaut werden kann und es nicht zu rotten anfängt. Denn das wäre nicht so gut für das Tier. Was ich jetzt eigentlich damit sagen möchte, ist, dass der Mensch weder ein klassischer Fleisch-, Pflanzen- noch Allesfresser ist, sondern als einziges kochende Tier in eine ganz andere Sparte fällt, und zwar in die des Cocinivores. Aber anhand unserer physiologischen Merkmale und unseres Darmsystems erkennt man, dass wir sehr gut mit Pflanzen umgehen können und diese auch gut verdauen. Jetzt argumentieren wahrscheinlich noch immer ein paar von euch, dass man ja trotzdem tierische Produkte essen kann und dass wir sogar davon profitieren. Aber laut der Academy of Nutrition and Dietetics ist es sogar vorteilhaft für die menschliche Physiologie, sich in der Prävention und Therapie von chronischen Volkserkrankungen rein pflanzlich zu ernähren. Also wenn nach dieser Stellungnahme von der Academy haben wir die Möglichkeit, uns rein pflanzlich zu ernähren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, keinen anderen Tieren Gewalt zuzufügen, möchte ich an dieser Stelle über das sprechen, was uns angeblich als Spezies ausmacht.
unsere Menschlichkeit. Wir sehen uns als Menschen, als Tier, die einen Verstand haben und über einen moralischen Kompass verfügen und sagen sogar, dass das etwas ist, was uns diese Menschlichkeit verleiht. Die Fähigkeit, über unseren Instinkt zu handeln und moralisch zu agieren, das ist etwas, was wir immer wieder betonen, dass wir mit Menschlichkeit verstehen. Das bedeutet also im weiteren Sinne, dass wir mit dem Wort Menschlichkeit Mitgefühl, Gütigkeit und Nächstenliebe verbinden. Wenn wir schon von Mitgefühl, Gütigkeit und Nächstenliebe sprechen, möchte ich euch jetzt gerne zeigen, was Menschlichkeit für mich bedeutet, seitdem ich gelernt habe, was der Mensch und auch ihr mit den Tieren macht. Das, was unsere Spezies ausmacht, ist, dass wir alle anderen Tiere unterdrücken. Es werden jährlich über 70 Milliarden Landtiere vergast, geschreddert, erstickt, zu Tode geschlagen oder aufgeschlitzt. Und über 1,2 Billionen Meerestiere werden aus dem Wasser an Land gezogen, wo sie entweder ersticken, in Eiswürfeln erfrieren oder verbluten. Jetzt stellt euch einmal vor, dass anstelle dieser Hühner keine Hühner sind, sondern Menschen. Wie würden wir das dann nennen? Einen Massenmord? Ein Konzentrationslager? Jetzt denken vielleicht einige von euch, dass man das ja nicht vergleichen kann, Menschen und Tiere, das ist ja nicht das Gleiche, aber wie wir bereits am Anfang festgestellt haben, sind wir Menschen ja auch nur Tiere. Und dieser Denkfehler, diese Logik, dass man das ja nicht vergleichen kann, macht man auch bei anderen Diskriminierungsformen. Speziesismus ist die moralische Diskriminierung von Individuen auf Basis ihrer Spezies. Und da gibt es zwei Arten, und zwar das erste, dass sich der Mensch generell über alle anderen Tiere stellt, und das zweite, dass sich der Mensch unter den nichtmenschlichen Tieren welche raussucht, die er als mehr wert betrachtet. Und das ist sehr kulturell abhängig, denn bei uns wird der Hund als Haustier angesehen, das man lieb hat und streichelt, aber Schweine werden ins Schlachthaus geschickt und zu Mittag gegessen. Aber in anderen Kulturen und Ländern werden Schweine sehr wohl auch ins Schlachthaus geschickt und zu Mittag gegessen. Den Unterschied, den man macht zwischen Menschen und Tieren, ist dasselbe wie der Unterschied zwischen Frauen und Männern auf Basis des Geschlechts, zwischen Schwarzen und Weißen auf Basis der Hautfarbe und zwischen Schweinen und Hunden und Schweinen und Menschen auf Basis der Spezies. Speziesismus ist Sexismus, Rassismus. Alle drei Diskriminierungsformen sind auf Basis der Biologie. Ich habe euch ja vorher gebeten, dass ihr euch bitte vorstellen sollt, dass anstelle der Hühner, in dem Fall jetzt Puten, Menschen sind. Und eure Reaktionen zu den Bildern werden gleich ganz anders und das liegt an unserem Speziesismus. Denn so wie es früher in Ordnung war, dass schwarze Menschen Weiße versklavt und gefoltert haben, einfach so aus Spaß, ist es heute für jeden Einzelnen in diesem Raum in Ordnung, dass wir andere Tiere versklaven und foltern, einfach aus Gründen, die wir ja eigentlich nicht brauchen, denn wie wir bereits etabliert haben, könnten wir auch gesunde und glückliche Veganer sein und Veganerinnen. Also wenn ihr gegen Diskriminierung seid und noch nicht vegan lebt, dann sind eure Handlungen nicht konsistent mit einer antirassistischen Einstellung. Seid also keine Speziesisten und sprecht euch gegen Speziesismus aus. Und ich würde mein Referat jetzt noch gerne mit einer Frage abschließen, und zwar, wenn es heute Mittag in der Schulcafeteria Labradorfleisch oder Menschenfleisch und Katzenmilch oder Menschenmuttermilch geben würde, würdet ihr es dann essen? Und wenn nicht, dann solltet ihr vegan leben.